ich habe euch mal wieder mit ins Grüne genommen. Heute geht's Walderdbeeren sammeln. Hier ganz viele. Nehme aber immer nur ein paar wenige Pflänzchen mit. Sollen ja auch nächstes Jahr noch wachsen. Und da ist der nächste Kandidat. Wer kann erkennen, was das ist? Noch eine. Wächst hier reichlich. Braucht man gar nicht tief rein in den Wald. Na? Wer es weiß, schreibt es einfach mal runter in die Kommentare. Leider findet man auch hier in den Wäldern das, was niemand in der Natur möchte. So, ich habe die Straße jetzt ein bisschen hinter mir gelassen und gehe hier so einen kleinen Waldweg lang. Von weiter weg hört man die Autos zwar noch, aber es ist deutlich ruhiger. Und ihr versteht mich mit Sicherheit auch besser. Also ja, das ist ein relativ naturbelassener Wald. Hier wird zwar auch geholzt, sieht man, da wird gesammelt. Aber der ist ansonsten unheimlich ruhig hier. Ganz selten sieht man mal jemand mit dem Hund hier langlaufen oder auch mal einen Jogger. Aber eigentlich geht hier so gut wie keiner lang. Es kommen vor allen Dingen keine Autos rein, es sind Schranken da vorne und hinten. Ja, ist angenehm. Und vor allen Dingen ist es ein angenehmes Klima hier im Wald immer, ne? Das ist ganz schön. Ja. Ja, ich schaue jetzt eigentlich. Hier sind überall Ranken. Ich schaue eigentlich, ob ich noch eine schöne Brombeere finde. Weil die eine Ranke, die ich da zu Hause habe, die ist ja ganz schön. Aber wenn die nichts wird, hätte ich gern noch ein bisschen Ersatz. Ja. Und da suchen wir jetzt nach. So, wir halten natürlich auch die Nase auf, weil auch jetzt riecht man den Waldmeister noch. Der ist natürlich auch schön was für einen Balkon unten im Schatten. Ja. Also, das Holz wurde zwar rausgeholt, aber wie ihr seht, das verrottet einfach hier vor sich hin. Ansonsten sehr viel Totholz im Wald selber. Ja. Ja. Ich gehe hier unheimlich gerne lang. Hier sieht man auch so schöne, komisch gewachsene Bäume wie den hier. Ich kann die Blätter nicht richtig erkennen, aber es müsste ein Bergahorn sein. Ja. Das macht halt Spaß. Es ist nicht alles so viel gerade. Es ist ein bisschen was durcheinander. Macht doch viel mehr Spaß als eine Monokulturwald, wenn alles ein bisschen durcheinander ist. Wirkt direkt lebendiger, finde ich. Ja. Ah, so schöne geschwungene Äste. Ja, der liegt leider schon sehr lange. Das sieht man, der wird schon schwarz. Ansonsten wäre der schön als Deko. Für den Balkon vielleicht. Aber der ist schon zu vermodert. Ja. So. Vielleicht finde ich ja noch ein paar Pflanzen von denen vorhin, dass man die mal größer sieht. Waren ja sehr kleine. Vielleicht erkennt ihr das dann besser. Aber ich bin mal gespannt, wer es errät. Ja. Hier ist auch immer, weiß nicht, ob man das richtig sehen kann, so eine leichte Hügellandschaft. So ein bisschen hügelig ist das hier immer. Nicht auf dem Weg selber, der ist relativ eben, aber so rechts und links weg sind immer so leichte Hügel. Da auch. Ja. Was natürlich auch immer schön ist. So, Efeu als Bodendecker. Ich mag Efeu. Wenn er nicht immer überall rumwuchern würde, wo er nicht hin soll.
Aber das kann mir auf dem Balkon nicht passieren, weil da habe ich keinen gepflanzt. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Kommt jemand mit dem Hund. Und wir wollen ja nicht wilde Leute oder fremde Leute. Wilde Leute, ja, ist klar. Fremde Leute einfach filmen, das tut man nicht. Da hinten ist auch nochmal so ein Hügel. Ja. Und es ist halt relativ dicht hier auch, ne? Ja. Richtig schön. Ich mag den Wald hier. So, wir lassen die Frau mal passieren und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ist das nicht ein mächtiger Baum? Ja, schon gut. Aber ich habe mich gerade gewundert, da oben, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, kommen leider nicht näher ran, weil die Insekten und so möchte ich auch nicht durchs Gestrüpp. Da hängt irgendwas Großes, Rotes im Baum. So auf 10 Meter Höhe. Also eine Tüte ist es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ein Luftballon, der runtergekommen ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall knallrot, fällt sofort auf. Ja, hier sieht man es nochmal schön. Darf also alles liegen bleiben. Ja. Ja. So, die Dame, der ich gerade begegnet bin, sagt, die Kaninchen und die Pferde kriegen bereits Fellwechsel. Es wird also wohl einen sehr frühen Herbst geben. Ich hoffe mal nicht. Ich will ja noch ein bisschen was ernten vom Balkon. Aber wenn doch, müssen wir halt da durch. Vielleicht spanne ich dann noch eine Folie. Da kommt dann genug Licht durch. Aber die Kälte wird ein bisschen ausgesperrt. Schauen wir mal. Ja, und hier sieht man, also oben abgeschnitten, würde ich sagen. Sieht recht gerade aus. Er treibt überall neu aus. Ja, so ist das. Die Natur kämpft sich überall zurück. Sucht sich die kleinsten Winkel und Lücken. Kennt man ja vom Löwenzahn. Er wächst ja sogar auf Straßen. Ja. Ja. Ist auch schön hier. Der Baum ist relativ kahl. Hier unten so ein riesen breit gefächerter Ast. Auch schick. Ja, und ich entdecke hier immer wieder was Neues. Mal hier, mal da. Macht Spaß. Mir zumindest. Hier und da muss man aufpassen, weil sie dazu gewuchert ist. Sind halt so, die kaum jemand langkommt. Und da wäre eine Brombeere. Aber die ist so mickrig. Das ist noch eine ganz kleine Pflanze. Das ist schade. Ob da schon Saat drin ist. Hier wäre was größer. Aber da ist nichts drin an Beeren. Gut, ist auch ein bisschen spät. Die meisten werden schon von den Wanderern gemopst worden sein. Ach, hier. Hier sind mal ein paar. Schauen wir mal. Ja, das könnte funktionieren. Das sind jetzt ungefähr 30 Samen. Ja, das sollte reichen. Sollen ja nicht groß zum Essen sein jetzt dieses Jahr, sondern wirklich zur Aussaat. Ja. Die sind schön prall, also werden schon weich, die sind schön reif. Das sollte funktionieren. Ja, ist doch herrlich. Überall die kleinen neuen Bäumchen. Das wundert mich ein bisschen, weil hier gehen auch Rehe, Füchse und Wildschweine durch. Es wundert mich ein bisschen, dass hier so viele junge Bäume sind. Hier auch nochmal Brombeeren. Aber auch noch alle rot. Das ist klar, so dicht am Wegrand
Da sind die schnell weg, die reif sind. Ja, da wäre noch eine. Da sind noch welche. Ich guck mal. Da komme ich gut hin. Da komme ich gut hin, ohne die Gefahr von Zecken. Oh. Ja, die fallen schon fast von selbst ab. Also, wie man das sehen kann. Die berühre ich gerade eben so und dann fallen sie schon runter. Da sind noch einige für die anderen. Oh, die 5 hier, das reicht mir. Da kriege ich genug Samen raus. Ja, ich habe doch die Serie mit der Anzucht, die ich gemacht habe, mit den ganzen Samen, die ich da eingesetzt habe, die waren die ganze Zeit draußen am Balkon, Sommer wie Winter, weil ich einfach mal den Karton nicht gefunden habe. Und der stand schon draußen und ging dann da verloren oder vergessen. Ich denke nicht, dass da irgendwas kommt. Bis jetzt ist nichts gekommen dieses Jahr aus der Saat. Nur aus den frischen, die ich gekauft habe. Die Salate, die sind gekommen. Ja. Ein bisschen traurig. Aber so ist das eben. So, ja. So, hier ist der Baum weggesäbelt. Da drüben geht der weiter. Hier wird also auch gedacht, dass die Wege frei sind. Da liegt dann obendrauf das Stück, was da zwischen weggetrennt worden ist. Mhm. Ist dann immer ein sicheres Zeichen, dass Gäste im Wald erlaubt sind oder auch gewünscht sind. Manchmal hat man das auch, da liegen Bäume oder Baumstuppen quer rüber und das schon lange, obwohl der Wald bewirtschaftet wird. Da weiß man dann, da ist man nicht gern gesehen. Ja, ja nochmal. Da ist einer am Rand lang gelegt, da kann man sich draufsetzen. Liegt hier auch quer drin. Finde ich immer ganz toll. Und den nutze ich dann auch meistens. Setze mich hier hin, trinke in Ruhe was. Und das mache ich auch heute. Der ist auch meistens ganz sauber. Hops, jetzt habe ich aufgestoßen. Jetzt ist er auch meistens ganz sauber und trocken, weil das Blätterdach ist relativ dicht. Kann man gut setzen. So, das mache ich jetzt. Und dann sehen wir uns, wenn ich weitergehe. So, es kann weitergehen. Bisschen erfrischt. War ganz schön. Ich habe noch keine Ausgaben den Specht gehört. Der ist da irgendwo in einem der Bäume ein Stückchen weiter rein. Zu sehen ist er leider nicht. Dafür ist er zu weit weg. Und meine Kamera auch nicht gut genug, würde ich mal sagen. Ich meine, ich filme mit dem Handy und ja. Und dann haben wir hier noch einen interessanten Baum. Der hat Dornen. Ja, da möchte man nicht dran hängen bleiben, wenn man durch den Wald geht. Tagsüber ist das ja auch okay, aber nachts ist das immer richtig, richtig böse. Und an der Straße wächst auch so einer und der wächst immer auf den Radweg rauf. Da haben sich schon viele beschwert. Bei der Stadt auch, weil das ist städtisches Land, dass sie da hängen bleiben und sich teilweise böse Wunden zuziehen. Ich meine, das entzündet sich ja auch schnell. Nicht schön. So, ja, da vorne endet der Wald. Geht's wieder auf die Straße. Und da gehe ich auch raus. Nochmal so ein Rundblick, da ist noch eine kleine Lichtung. Mitten im Wald, auch nicht schlecht. Ja. So. Ja. Mit dem Blick auf meinen Pausenstamm entlasse ich euch für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst ja, ihr könnt kostenlos abonnieren und den Like-Button drücken. Das kostet auch nichts, bringt mir aber unwahrscheinlich viel. Also dann, bis zum nächsten Video.
Ciao, ciao.